Star Trek was serious and Star Trek, and we were so bad that we went right up until the end of action, and it drove fucking directors crazy. Jonathan Frakes Karriere nahm nach seiner Rolle als Commander Riker in Star Trek eine unerwartete Wendung. Als sein Film Thunderbirds 2004 ein Flop wurde, verbannte ihn Hollywood über Nacht. Die Studios riefen nicht mehr an. Er musste seine Sachen verkaufen. Seine Frau gründete ein Unternehmen, um die Dinge am Laufen zu halten. Er nannte es Filmgefängnis und verschwand für über 20 Jahre von der Leinwand. Aber die Wahrheit über das, was danach geschah, enthüllt eine Comeback-Geschichte, die Hollywood zu verbergen versuchte. Nach der Brücke. Als The Next Generation 1994 endete und Frakes seine Rolle in mehreren Star Trek-Filmen Generations, First Contact, Insurrection und Nemesis wieder aufnahm, fragten sich viele Fans, ob er aus dem Blickfeld verschwinden würde, wie so viele Science-Fiction-Ikonen vor ihm. Aber Jonathan Frakes war nicht daran interessiert, zu verblassen. Er wollte sich weiterentwickeln. Anstatt sich um Hauptrollen auf der Leinwand zu bemühen, widmete sich Frakes lieber seiner Karriere als Regisseur. Er führte bei 2 der 4 Next-Generation-Filme Regie, bei First Contact, der weithin als einer der besten Star Trek-Filme aller Zeiten gilt, und Insurrection. Sein Erfolg als Filmregisseur ebnete den Weg für seinen Einstieg ins Fernsehgeschäft. Im Laufe der nächsten 2 Jahrzehnte führte er unter anderem Regie bei Episoden von Roswell, Leverage, Castle, The Librarians, NCIS Los Angeles und Burn Notice. Er wurde auch ein wiederkehrender Name hinter der Kamera in der modernen Renaissance von Star Trek, indem er bei Episoden von Star Trek Discovery, Picard und Strange New Worlds Regie führte. Die Fans freuten sich nicht nur, weil er ein profundes Wissen über das Trek-Universum mitbrachte, sondern auch, weil sein Regiestil das Erbe respektierte und gleichzeitig die Grenzen des visuellen Erzählens verschob. Nach dem Misserfolg von Thunderbirds im Jahr 2004 zog sich Jonathan Frakes von der Kinoleinwand zurück. Der Film verlor rund 57 Millionen $. Die Kritiker verrissen ihn. Das Publikum hat ihn nicht beachtet. Hollywood lehnte es ab, mit ihm zu arbeiten. Die Studios waren nicht bereit, mit dem Regisseur eines der katastrophalsten Filme der 2000er Jahre ein Risiko einzugehen. Sein Name ist von den Regielisten verschwunden. Bis 2006 hatte er keine andere Wahl, als sich anderweitig zu orientieren. Er kehrte als Regisseur zum Fernsehen zurück, wenn auch nicht für spektakuläre Serien oder Hits. Er arbeitete an Zoe 101, True Jackson und den Kinderserien von Nickelodeon. Einige Leute nahmen an, er würde aus Demütigung einen fiktiven Namen verwenden. Aber das tat er nicht. Er benutzte weiterhin seinen richtigen Namen, selbst für kleine Aufgaben. Er kam allmählich wieder zu Kräften. Im Jahr 2010 änderte sich etwas. Er erhielt einen Anruf, um bei Episoden von NCIS, Los Angeles und Castle Regie zu führen. Beides waren große Network-Serien. Sein Ruf hatte sich wieder gefestigt. Er war nicht mehr derjenige, der an den Kinokassen unterdurchschnittlich abschnitt. Er war derjenige, der durchhielt und weitermachte. In dieser Zeit wurde er als der Science-Fiction-Fixierer bekannt. Er führte bei 17 verschiedenen Science-Fiction- oder Fantasy-Serien Regie, die sich entweder in Schwierigkeiten befanden oder versuchten, ihren Weg zu finden. Er arbeitete an Roswell, The Librarians, Warehouse Dryzine, Agents of S, H.I.E.L.D. und Orphan Black. Wenn die Mittel knapp und die Grundstücke unübersichtlich waren, bezeichnete das Team sie als Frachten. Er brachte Struktur. Er brachte die Geschwindigkeit. Er hat die Dinge zum Laufen gebracht. Bis 2016 hatte er bei mehr als 100 Fernsehsendungen Regie geführt. Dann begann das Raunen. In der Branche nannte man ihn den Genreflüsterer. Er war nicht extravagant. Er war nicht laut. Aber er hat Ergebnisse erzielt. Er verstand es. Eine Mischung aus Action, Charakteren und Komödie in Produktionen zu finden, denen es vor ihm oft an allen 3 Elementen mangelte. Er schien bereit zu sein, im Jahr 2018 ein bedeutendes Comeback zu geben. CBS hat eine Wiederbelebung von Beyond Belief genehmigt, unabhängig davon, ob es sich um eine faktische oder fiktive Serie handelt. Frakes war nicht nur als Moderator vorgesehen. Es war vorgesehen, dass er bei jeder Folge Regie führt. Die Fans des alten Programms waren begeistert. Das Team war bereit. Doch CBS stoppte die Produktion 3 Tage vor dem geplanten Beginn abrupt. Das ist genau das, was sie gesagt haben. Sie erklärten, es habe kreative Unterschiede gegeben. Die Erfahrung erinnerte an die Vergangenheit.
Die Erstausgabe von Beyond Belief war ebenfalls mit Problemen behaftet. Fox ändert ständig seine Sendezeiten. Die Serie wurde 2 Jahre lang unterbrochen, bevor sie eingestellt wurde. Nun war der Neustart gestorben, bevor er begonnen hatte. Frakes weigerte sich jedoch, aufzugeben. Im Jahr 2021 holte er die Serie zurück nach Deutschland. Sie wurde als X-Faktor bezeichnet. Das Timing ist nicht nachvollziehbar. Gefilmt wurde in L.A. Er ist wieder Gastgeber. Anderer Sender. Anderer Nation. Doch die gleichen bizarren Geschichten und die gleiche ruhige Stimme forderten die Zuschauer auf. Zu beurteilen, was wahr ist. Sich auf einem Filmset verlieben. Frakes hatte mit seiner Trauer zu kämpfen, die er im Verborgenen verarbeitet hat. Jonathan Frakes hatte nicht die Absicht, sich bei den Dreharbeiten zu einem Film zu verlieben. Als er 1985 an der Bürgerkriegs-Miniserie North and South arbeitete, versuchte er lediglich, seinen beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Er war 32 Jahre alt und stand kaum auf dem Radar der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite kam Jeannie Francis an. Während sie an der Seite von Patrick Swayze und Leslie Ann Down arbeitete, war sie bereits eine bekannte Persönlichkeit. Zunächst lief alles ganz professionell ab. Doch während der Dreharbeiten in Natchez und Charleston änderte sich etwas. In der Zeit, in der sie wegen des Memorial Day frei hatten, unternahmen sie gemeinsam einen Ausflug nach New Orleans. Danach begann alles einen Sinn zu ergeben. Überraschenderweise waren sie sich schon einmal begegnet. Und zwar am Set einer Sendung namens Bare Essence, die nur für kurze Zeit auf Sendung war. Frakes war der Meinung gewesen, sie sei zu jung. Er war ungefähr 30 Jahre alt. Sie war gerade 20 Jahre alt. Aber zu dieser Zeit war der Zeitpunkt nicht günstig. Sie erhielten sowohl vom Norden als auch vom Süden einen Freifahrtschein. Außerdem war sie dieses Mal erfolgreich. Frakes ist immer noch der Meinung, dass sie in gewisser Weise auf mich hereingefallen ist. Es überrascht mich, dass sie mit mir ausgehen wollte. Am 28. Mai 1988 schlossen sie den Bund fürs Leben. Das war vor mehr als 38 Jahren. Das ist eine Ewigkeit. Gemessen in Hollywood-Jahren. Jeannie erschien nicht an Bord von Star Trek. Aber das war auch nicht nötig. Ihr Status als kulturelle Ikone war bereits festgeschrieben. Sie spielt die Rolle der Laura Collins in General Hospital seit 1977 und hat in über 890 Folgen der Serie mitgewirkt. Als sie sich das erste Mal trafen, war sie der prominentere der beiden. Dennoch wurde Frakes schnell zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, als er die Rolle des Commander Riker in Star Trek The Next Generation übernahm. Sie hielten zueinander, als alles passierte. Frakes geht häufig den Text mit ihr durch, was ihr hilft, den Text für die anstrengenden Drehtage der Seifenoper zu lernen, die aus 30 Seiten Konversation bestehen. Sie haben 2 Kinder großgezogen. Eliza, die Tochter des Paares, übt jetzt den gleichen Beruf aus, schreibt und tritt auf. Ein schwerer Verlust. Dennoch hat Frakes hinter all den Erfolgen einen großen Verlust zu verkraften. 1997 starb sein Bruder Daniel an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er war erst 41 Jahre alt. Und das Ereignis ereignete sich eine Woche vor der Geburt von Frakes Tochter. Daniel war mehr als nur ein Bruder oder eine Schwester. Er stand allein in seinem Leben. Gemeinsam waren sie in einem klapprigen Chevrolet-Sportwagen aus dem Jahr 1967 nach New York gezogen. Beide hatten hohe Ziele und lebten auf engstem Raum. Nachdem bei Daniel Krebs diagnostiziert wurde, versuchten die Ärzte, ihn mit der Whipple-Technik zu operieren. Doch die Krankheit war bereits zu weit fortgeschritten. Sie schlossen ihm das Portal wieder. Den Ärzten zufolge gab es keine Hoffnung mehr. Und es blieben ihm vielleicht noch 6 Monate. Zu dieser Zeit lag die Überlebensrate für Bauchspeicheldrüsenkrebs bei nur 4%. Frakes Leben war am Boden zerstört. Doch er ließ nicht zu, dass seine Traurigkeit unangefochten blieb. Die Tragödie veränderte Frakes Leben grundlegend und motivierte ihn, sich für die Aufklärung über Krebs und die Forschung einzusetzen. Er arbeitet seit einem Vierteljahrhundert mit PanCAN, dem Pancreatic Cancer Action Network, zusammen, um das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und für bessere Ergebnisse zu kämpfen. Sein Ziel verlagerte sich vom Privaten ins Öffentliche. Im Jahr 2022 schloss er sich mit anderen Trek-Schauspielern zusammen und gründete die Organisation Trek Against Pancreatic Cancer. Gemeinsam mit Armin Shimmermann, Kitty Swink, die 18 Jahre lang überlebt hatte, und John Billingsley begannen sie, für eine Sache zu laufen.
Sie nahmen am Pan-Can Purple Stride teil, einer Benefizveranstaltung, die jedes Jahr am 29. April in 60 verschiedenen Städten des Landes stattfindet. Es ist typisch für Frakes, dass er seine Reise am Santa Monica Pier beginnt. Tausende von Dollar wurden von ihrer Gruppe für die Forschung und Hilfe gesammelt. Durch Initiativen wie diese verbessert sich die Lage allmählich. Die Überlebensrate ist allmählich von 4% auf etwa 11% bis 12% gestiegen. Die Situation hat sich zwar verschlechtert, ist aber immer noch nicht so schlimm wie früher. Im Laufe seiner Geschichte hat Pan-Can insgesamt 174 Millionen Dollar für die Forschung bereitgestellt. Allein im Jahr 2022 wurden Forschungsgelder in Höhe von 10,5 Millionen Dollar ausgeschüttet, was Teil eines rekordverdächtigen Jahres mit insgesamt 25 Millionen Dollar war. Das Thema Früherkennung ist eines, über das Frakes immer wieder spricht, insbesondere wenn Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Familie vorkommt. Er weiß sehr wohl, wie schnell es jemanden treffen kann. Aus diesem Grund geht er weiter, redet weiter und taucht weiter auf. Immer noch verlobt. Mit zunehmendem Alter wurde Frakes auch zu einer Art Popkultur-Ikone. In den frühen 2000er Jahren wurde seine mysteriöse Moderation der Reality Show Beyond Belief, Fact or Fiction zu einer denkwürdigen Sensation. Kürzlich brachte ihm das eine unerwartete Welle von Internetruhm unter den Zuschauern der Generation Z ein, die bei der Erstausstrahlung von The Next Generation noch nicht einmal am Leben waren. Auch heute noch ist Frakes eine kreative Kraft im Star Trek-Universum. Er ist maßgeblich an Star Trek Starfleet Academy beteiligt, einer neuen Paramount Plus-Serie, die sich derzeit in der Entwicklung befindet, und nimmt weiterhin an Fan-Conventions teil, auf denen er mit seinem Charme, seinem Humor und seiner Bescheidenheit glänzt. Er ist auch ein Mentor für junge Filmemacher und erinnert sie oft daran, was er am Set von Next Generation auf die harte Tour gelernt hat, dass Filmemachen ein Teamsport ist. Und ja, er sagt immer noch von Zeit zu Zeit Engage, nur so zum Spaß. Der Anfang. Aber Jonathan Frakes war nicht über Nacht erfolgreich. In Bellefonte, Pennsylvania, wurde Jonathan Frakes am 19. August 1952 in einem bescheidenen Krankenhaus geboren. Die Geburten all seiner Kinder fanden in Bellefonte statt, obwohl seine Eltern in State College wohnten. Es gab eine Zeit, in der Jonathan scherzte, dass sogar Akademiker der Penn State zu ihm kamen, um ihn dort zu sehen. In Bellefonte gab es Schnapsläden, in State College nicht, also wollten sie das Baby sehen. Seine Eltern waren beide engagierte Pädagogen. Sein Vater, James, war ein angesehener Englischprofessor, während seine Mutter, Doris, Lehrerin war. Nachdem Jonathans Vater eine Stelle an der Lehigh University angeboten wurde, zog die Familie nach Bethlehem, Pennsylvania, als Jonathan etwa 5 Jahre alt war. Sowohl Jonathan als auch sein jüngerer Bruder Daniel verbrachten ihre Kindheit an diesem Ort. Zu unserem großen Bedauern erlag Daniel schließlich im Jahr 1997 dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Jonathan bekam eine Posaune geschenkt, als er in der 4. Klasse war. Es war keine, die er sich ausgesucht hatte. Seine langen Arme taten es, aber diese willkürliche Wahl ebnete den Weg für eine Liebe zur Musik, die ein Leben lang anhalten sollte. Sein Vater brachte ihn zum ersten Mal mit Jazz in Berührung, und Jonathan wurde schnell ein Fan dieses Genres. Er wurde Mitglied der Grenadier Band an der Liberty High School, die in Bethlehem eine bedeutende Gruppe darstellte. 1970 nahmen sie am Festival of States in Florida teil, wo sie sowohl im Feldwettbewerb als auch im Paradenwettbewerb den 1. Platz belegten. Der Bürgermeister der Stadt benannte ihnen zu Ehren sogar eine Straße um. Für Jonathan war das ein magisches Ereignis. Er erklärte, dass die Band besser sei als die Fußballmannschaft und dass die Leute nur aus diesem Grund zu ihren Halbzeitvorführungen kämen. Nach dem Highschool-Abschluss wechselte er an die Penn State University, um einen Abschluss in Psychologie zu machen. Doch das hielt nicht lange an. Im Sommer eines Jahres arbeitete er als Platzanweiser bei einem Theaterfestival, als sich ihm die Gelegenheit bot, an einem Theaterstück mitzuwirken. Nachdem er die Freude der Darsteller miterlebt hatte, beschloss Jonathan, sein Studium unverzüglich auf Theaterwissenschaften umzustellen. Er scherzte, dass ein Theaterstudium unpraktisch sei, aber es veränderte sein Leben. An der Penn State University wurde er Mitglied der Theatergruppe, spielte pausenlos Vorstellungen und schlief nur wenig. Aber er schätzte diese Erfahrung. Nach seinem Bachelor of Fine Arts Abschluss im Jahr
1974 setzte Jonathan seine Ausbildung an der Harvard University fort. Er schrieb sich für das professionelle Schauspielprogramm des Loeb Drama Center ein und arbeitete in den Sommern bis zu seinem Abschluss mit echten Theatergruppen. Er wies darauf hin, dass dies die Art von Ort sei, an dem Studenten eine Beschäftigung finden könnten, um die Besetzung zu vervollständigen. Die Arbeit war ernst, und er hat von den erfahreneren Schauspielern und Regisseuren, die ihn umgaben, viel gelernt. Dank der Kombination aus Disziplin und praktischer Erfahrung verfügt er über das nötige Rüstzeug, um ein Profi zu werden. Die Reise zum Ruhm. 1974 schloss Jonathan Frakes sein Studium an, der Penn State University ab und erhielt einen Abschluss in Theaterwissenschaften. Wie Hunderte von anderen aufstrebenden Künstlern packte er seine Sachen und ging nach New York City, in der Hoffnung, seinen Traum zu verwirklichen. Doch New York machte ihm den Weg nicht leicht. Zu dieser Zeit zog er sich beim Kellnern und Möbelrücken eine Rückenverletzung zu. Es war sogar Eugene O'Neills, der haarige Affe, in dem er eine Rolle spielte. Er war Mitglied des Impossible Ragtime Theater und wirkte in Nebenrollen mit. Im Jahr 1976 schaffte er es schließlich mit dem Musical Shenandoah an den Broadway. Einer der merkwürdigsten Jobs, die er je hatte, war jedoch, sich als Captain America für Marvel Comics zu verkleiden und auf Kongressen aufzutreten. Das war zwar keine spektakuläre Erfahrung, aber er lernte, wie man mit Fans umgeht. Eine Fähigkeit, die ihm in Zukunft viel Ärger ersparen sollte. Seinen ersten großen Durchbruch hatte er im Jahr 1977. Er wurde für die Rolle des Tom Carroll, eines Vietnam-Veteranen, in der NBC-Seifenoper The Doctors besetzt. Er war mit dieser Rolle recht erfolgreich. Sie verschaffte ihm für eine gewisse Zeit ein verlässliches Einkommen, aber die Rolle wurde nicht weitergeführt. Seine Agentur schlug ihm vor, es in Los Angeles zu versuchen, als seine Rolle aus der Geschichte herausgeschrieben wurde. Deshalb packte er 1978 noch einmal seine Sachen und zog in den Westen um. Das war der Punkt, an dem sich die Dinge allmählich zu ändern begannen. Er wurde zwar nicht über Nacht berühmt, aber Los Angeles bot ihm mehr Möglichkeiten, im Fernsehen aufzutreten. Eine Reihe von bekannten Fernsehsendungen: Durunter Charlie's Angels, Fantasy Island, The Waltons, Quincy, M.E. und The Dukes of Hazzard war er als Gaststar zu sehen. Obwohl es sich dabei nicht um herausragende Rollen handelte, spielten sie eine entscheidende Rolle für seine Entwicklung als Schauspieler. Er erschien immer wieder zu Vorsprechen, lernte die notwendigen Fähigkeiten und etablierte sich als würdiger Kandidat. 1979 erhielt er einen Casting-Aufruf für den Fernsehfilm Beach Patrol, der ursprünglich als Pilotfilm für eine neue Sendung dienen sollte, aber noch vor Beginn der Produktion abgesagt wurde. Dieses Projekt ist nur eine weitere Sackgasse. Er spielte die Hauptrolle in dem Film, der unter anderem von Aaron Spelling produziert wurde und in dem auch Christy Delisle und Robin Strand mitwirkten. Doch nicht einmal die Top-Produzenten konnten den Film retten. Frakes gehörte zu den vielen Hollywood-Darstellern, die in einem nie produzierten Zyklus von Pilotfilmen gefangen waren. Während er weiterarbeitete, glaubte er, dass der große Durchbruch noch in weiter Ferne lag. Denn 1983 glaubte er, dass er ihn endlich gefunden hatte. NBC übernahm seine Rolle in der Primetime-Seifenoper Bare Essence, die auf einer erfolgreichen Miniserie basierte. Obwohl es sich um eine großartige Gelegenheit handelte, kümmerte sich das Publikum nicht darum, und der Auftritt wurde kurz nach Beginn abgebrochen. Treffen mit Genie Francis. Ein weiterer Rückschlag, aber dieses Mal ist etwas Gutes dabei herausgekommen. Der Moment, in dem er Genie Francis zum ersten Mal sah, ereignete sich an diesem Set. Als sie sich zum ersten Mal trafen, kamen sie nicht miteinander aus. Er machte sich sogar über ihre Haare lustig. Aber das Schicksal hatte noch nicht mit ihnen abgeschlossen. Wieder. 6 Monate lang reisten sie für die Dreharbeiten durch den Süden der Vereinigten Staaten. Und dieses Mal machte es Klick. Mit dem Beginn ihrer Beziehung begann auch das nächste wichtige Kapitel in Frakes Karriere: ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Dann kam das Jahr 1987. Frakes nahm an einem Vorsprechen für ein neues Science-Fiction-Programm teil, das von Genie und ihrer Familie gefördert wurde. Nach insgesamt 7 Vorsprechen über einen Zeitraum von 6 Wochen wurde er schließlich für die Rolle ausgewählt. Er wurde für die Rolle des Commander William Riker ausgewählt, wie Star Trek The Next Generation berichtet.
Genau in diesem Moment änderte sich alles. Dies war das Ergebnis eines jahrelangen Kampfes von Serien, die abgesetzt wurden, und Pilotfilmen, die in Vergessenheit gerieten. Hinzu kam, dass er und Jeannie zwar verlobt waren, die Hochzeit aber wegen seiner Verpflichtungen bei Dreharbeiten zweimal verschieben mussten. Dennoch gelang es ihnen, die Hochzeit zu vollziehen. Ihre Hochzeit fand am 28. Mai 1988 statt, während der ersten Pause, die die Sendung vorgesehen hatte, vor dem Erfolg. Als es 1987 um die Rolle des Commander William Riker ging, war Jonathan Frakes jedoch nicht der offensichtlichste Kandidat. Dafür musste er sich anstrengen. Es war möglich, dass Jeffrey Combs, Michael O'Gorman oder vielleicht Billy Campbell die beste Wahl für den Job gewesen wären. Ein anderer Kandidat wurde von der Firma in Betracht gezogen, aber Gene Roddenberry, der Mann, der für die Erschaffung von Star Trek verantwortlich war, schaltete sich ein. Vielleicht erkannte er einen Teil von sich selbst in Frakes. Er sah etwas in Frakes. Er unterstützte Frakes nicht nur stillschweigend, sondern rief ihn auch an und übte erheblichen Druck aus, was schließlich dazu führte, dass Frakes die Rolle bekam. Nachdem einige Zeit vergangen war, erklärte Frakes, dass Roddenberry einen Teil von sich selbst in Riker erkannte, vielleicht sogar mehr als einen Teil. Sobald Frakes in der Sendung auftauchte, machte er einen Fehler, der später zu einem legendären Manöver wurde, das als Riker-Manöver bekannt wurde. Dies sollte überhaupt keine geschickte Bewegung sein. Aufgrund der niedrigen und unbequemen Sitze am Set warf er sein Bein einfach über die Stuhllehne, anstatt sich auf die traditionelle Art und Weise zu setzen. Es erschien gewagt, vielleicht sogar zu gewagt. Frakes witzelte später, dass es vielleicht als arrogante Aktion rüberkam. Aber die Fans haben es wirklich bewundert. Daraus wurde eine Sache. Sogar Jack Quaid schaffte es in Lower Decks, ihn zu imitieren, indem er Riker rief, als er ein Pferd bestieg. Auch in Insurrection gibt es eine weitere Bewegung von Riker, die sich jedoch mehr auf die Taktik der Kriegsführung konzentriert. In dem Moment, in dem The Best of Both Worlds gezeigt wurde, geschah etwas, womit die Zuschauer nicht gerechnet hatten. Jonathan Frakes war in seiner Rolle als Riker nicht mehr nur der besonnene zweite Kommandant, sondern er sah sich mit jemandem konfrontiert, der ebenso scharf ist. Elizabeth Dennehy wird die Rolle von Commander Shelby spielen. Diese unterschwellige Spannung war in ihren gemeinsamen Szenen zu spüren. Riker rollte mit den Augen. Shelby übte mehr Einfluss aus. Die Fans liebten sie. Trotz des Zeitablaufs erinnerten sich die Menschen auch nach der Ausstrahlung in den Kinos noch an die Episoden. Als Shelby Riker im Aufzug herausforderte, rief eine Person als Antwort auf ihre Herausforderung sogar: "Lies es, Mädchen!" Denn diese Aussage war nicht nur witzig, sondern zeigte auch, wie stark die Beziehung der beiden war. Die Zuschauer konnten es spüren. Die Leute begannen, sich eine Version des Programms vorzustellen, in der Riker der Captain war und Shelby seine Lieblingsfigur. Sie fragten sich, welche anderen Möglichkeiten es noch gegeben hätte. Das Ereignis war mehr als nur eine Überraschung in der Geschichte. Es zeigte eine andere Seite von Riker. Es war ein Mann, der sich nicht sicher war, ob er bereit war, den großen Stuhl zu übernehmen. Die Ernsthaftigkeit von Star Trek war jedoch nicht universell. Es gab eine Zeit, in der Jonathan Frakes etwas Unerwartetes enthüllte. Laut Jonathan Frakes war es Gene Roddenberry, der ihm riet, nicht zu grinsen. Frakes bezeichnete dies als bedeutungslos. Später scherzte er darüber. Nach dem Casting wiesen mich die Regisseure an, mein Lächeln zu entfernen. Was ist die Wahrheit? Es gab viele Witze am Set. Die Darsteller waren ausgelassen, fröhlich und hatten immer eine gute Zeit. Frakes, Patrick Stewart und Brent Spiner wollten diese Begeisterung auch auf die Leinwand übertragen. Das ursprüngliche Trio aus Bones, Spock und Kirk war jemand, zu dem sie aufgeschaut haben. Und sie wollen denselben Funken überspringen lassen. Sie sprachen nicht nur miteinander, sondern verspotteten sich auch gegenseitig. Sie tauschten ein sardonisches Grinsen aus. In jeder Folge konnte man spüren, dass sie sich gemeinsam amüsierten. Es war mehr als nur Schauspielerei. Es war echte Kameradschaft, die in ihre Persönlichkeiten eingeflossen ist. Jonathan Frakes war in der Lage zu erkennen, dass die Produzenten von Star Trek, The Next Generation, ihn nicht ernst nahmen. Als er anfänglich darum bat, bei einer Episode der Science-Fiction-Fernsehserie Regie zu führen. Obwohl Rick Berman, der ausführende Produzent der Serie, nicht ausdrücklich ablehnte, konnte Frakes erkennen, dass er Nein sagte. Dieser Ausdruck der Unsicherheit blieb bei ihm. Frakes zog es daher vor, zu schweigen und sich an die Arbeit zu machen, anstatt auf weitere verbale Angriffe zu setzen.
Seine Vorbereitung dauerte mehrere Monate. Er verbrachte fast 300 Stunden in Schneideräumen, nahm an Castingsitzungen teil und besuchte jede Vorproduktionssitzung, die er in die Finger bekam. Am Ende kam er mit einer 47 Seiten umfassenden Präsentation an. Es fehlte nichts. Seine handgezeichneten Storyboards, ausgeklügelten Kameraeinstellungen und Charakteranalysen waren Beispiele für seine Arbeit. Die Leute haben dem Papier den Spitznamen Riker-Richtlinie gegeben. Als Berman schließlich einen Blick darauf warf, sah er, dass sich etwas geändert hatte. Frakes hatte nicht nur um eine Chance gebeten, sondern er hatte von Anfang an seine eigene Geschäftsmöglichkeit geschaffen. Eine emotionale Geschichte über Data, der eine künstliche Tochter erschafft, war das Thema seiner ersten Episode, bei der er Regie führte und die er The Offspring nannte. Es war keine einfache Aufgabe. Aufgrund der Tatsache, dass Frakes die Rolle des Commander Riker spielte, musste er Schauspiel und Regie erfolgreich kombinieren. In jeder Szene wechselte er die Position von hinter der Kamera bis vor die Kamera und trug dabei seine Sternenflottenuniform unter einer Regiejacke. Jeden Tag war er 18 Stunden lang im Einsatz. Er hat nicht viel Schlaf bekommen, aber das war es wert. Im März 1990 wurde die Folge ausgestrahlt und sie wurde schnell zu einer der beliebtesten Episoden der gesamten Serie. Andererseits war Frakes auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit seiner Leistung in der Folge zufrieden. Er bat die Redakteure sogar, die Dauer seiner Sequenzen zu verkürzen. Das zeigt, wie sehr ihm die Regiearbeit am Herzen lag. In einer späteren Stellungnahme erklärte er, ich bevorzuge es. Und ich bin besser im Regieführen als im Schauspielern. Trotzdem vertrauten ihm nicht alle sofort. Einige Darsteller waren unsicher, wie sie reagieren sollten, wenn einer von ihnen das Sagen hatte. Obwohl Patrick Stewart in der Öffentlichkeit höflich war, war er skeptisch, dass ein Schauspieler andere Schauspieler hinter den Kulissen wirksam anleiten könnte. An diesem ersten Morgen machte sich Marina Sirtis nicht einmal die Mühe, ihm in die Augen zu sehen. In der Serie gab es eine romantische Nebenhandlung, und sie war besorgt, dass dies die Dinge noch unangenehmer machen würde, als sie ohnehin schon waren. Frakes schaffte es, alles unter einen Hut zu bringen. Obwohl Brent Spiner, der Data darstellte, zusätzliches Material mitbrachte, um seine Figur zu schützen. Er war in der Tat nicht respektlos. Er war fest entschlossen, Erfolg zu haben. Er überwachte ihn genau. Am Ende des zweiten Tages hatte Stewart seine Entscheidung bereits getroffen. Einmal mehr lachte Sirtis mit ihm. Spiner verstaute seine Notizen in einer Schublade. Jedes Mitglied der Besetzung begann zu verstehen, dass Frakes etwas getan hatte, was sie nicht getan hatten. Er war auf dieses Ergebnis vorbereitet. Das, was sie nicht sahen, war das, was er als seine heimliche Regiearbeit bezeichnete. Er kam 90 Minuten vor jeder Szene als Riker am Set an, um sich auf jeden Winkel vorzubereiten. Die Shotlisten wurden zuvor von ihm erstellt. Als Vorsichtsmaßnahme hatte er alles vorher mit dem Kameramann besprochen. Um die Mittagszeit schloss er sich im Schneideraum ein, um das Video zu analysieren, während der Rest des Teams Pause machte. Diese Aufgabe musste er nicht ausführen. Gerade eben hat er es getan. Auf diese Weise gelang es ihm, alles im Griff zu behalten, ohne den Eindruck zu erwecken, er wolle sich aufspielen. Darüber hinaus hatte Frakes eine Geheimwaffe, wenn es um die Arbeit mit der Kamera ging. Wenn die Dreharbeiten am Drehort beendet waren, ging er mit Marvin Rush, dem Kameramann der Sendung, in eine kleine Kneipe, das sogenannte Warp Course. Rush brachte ihm das Filmemachen mit Hilfe von Barservietten bei, während sie stundenlang zusammensaßen und Macallan 18 tranken und sich entspannt zurücklehnten. Sie lernten etwas über die Positionierung des Lichts, den Blickwinkel und die Kompositionstechniken. Die ganze Veranstaltung fand inmitten von Getränken und Kritzeleien statt. Es gab viele dieser Servietten, die Frakes aufbewahrte. In seinem Büro befinden sich noch 13 der gerahmten Gegenstände. Paramount hat ihn nicht zuerst für die Regie von Star Trek, der erste Kontakt, in Betracht gezogen. Namhafte Persönlichkeiten wie Ridley Scott und John McTiernan haben das Angebot bereits abgelehnt. Aber Frakes war die Person, die am besten über Star Trek Bescheid wusste. Die Atmosphäre. Die Figuren und die Welt waren ihm vertraut. Tatsächlich bot ihm Paramount die Stelle an. Frakes brauchte 10 Wochen, um sich vorzubereiten. Und dann hatte er 12 Wochen Zeit für die Dreharbeiten. Die Tatsache, dass er für jede Fernsehphase nur 7 Tage zur Verfügung hatte, war ein großer Unterschied zu seinen früheren Erfahrungen. Zur Vorbereitung studierte er unter anderem Filmklassiker wie Der weiße Hai, Unheimliche Begegnung und 2001, Odyssee im Weltraum.
Er hat sich auch mit den Werken von Ridley Scott und James Cameron beschäftigt. Er war sich bewusst, dass der Druck hoch war. Das war mehr als nur Fernsehen. Eine der bedeutendsten Änderungen erfolgte bei der Erschaffung der Borg-Königin. Ursprünglich wollten die Autoren, dass die Borg weiterhin als ein hirnloses Kollektiv funktionieren. Jonathan Dolgan, der Chef von Paramount, erklärte jedoch, dass der Film einen echten Antagonisten brauche, eine aktive Person, mit der die Figuren ein Gespräch führen könnten. Das war der Moment, in dem das Konzept der Borg-Königin entwickelt wurde. Es war schwierig, sie zu besetzen. Sie brauchten jemanden, der nicht nur unheimlich, sondern auch verführerisch war. Sie ist zwar unheimlich, aber faszinierend. Frakes hat sie in Alice Krive gefunden. Sie war eine fantastische Besetzung für den Job. Das Auftragen ihrer Kosmetik hat viele Stunden gedauert. Blasser Tant, Horror, die aus Drähten bestehen, und ein unheimlich länglicher Schädel. Der Moment ihres Auftritts, bei dem ihr Oberkörper abgesenkt und mit der Wirbelsäule verbunden wird, ist die unvergesslichste visuelle Darstellung des Films. Dieser Film wurde von ILM innerhalb von 5 Monaten fertiggestellt. Zum ersten Mal war alles viel größer als ein Fernseher, was früher eine Stunde dauerte. Um die Borg zu schminken, dauert jetzt 5 Minuten. Die Ankleidezeit verlängert sich um weitere 30 Minuten. Wenn man das weglässt, sind es 90 mehr. Es wären 50 Künstler nötig gewesen, aber sie hatten nur 20. Die Intensität des Make-ups nahm mit dem Fortschreiten des Films zu. Im weiteren Verlauf des Films wurden immer mehr Kabel und Schmiere hinzugefügt. Es sah aus, als ob Mitglieder der Borg Öl ausliefen. Sie verbreiteten eine unheimliche Stimmung. Für die Queen-Sequenz musste eine Vorrichtung konstruiert werden, die Craigs Körper herabsenkte. Außerdem wurden ein blaues Outfit und digitale Techniken eingesetzt, um die Illusion zu erzeugen, sie würde schweben. Es war ein gewagter Schachzug. Und er war erfolgreich. First Contact war ein Riesenerfolg. Fans und Kritiker strömten gleichermaßen in den Film. Patrick Stewart bezeichnete ihn sogar als den visuell ansprechendsten Star Trek-Film. Daraufhin übernahm Frakes die Regie für den Star Trek-Film Insurrection. Der Film erhielt jedoch keine zweite Chance. Die Fortsetzung war nicht annähernd so beeindruckend. Die Erzählung wurde als mangelhaft empfunden und die Kritiken waren geteilt. In einer späteren Stellungnahme erklärte Stewart, dass selbst Nemesis, bei dem Frakes nicht Regie führte, in einigen Bereichen verbesserungswürdig war. Infolge der Enttäuschung begann Frakes Dynamik zu schwinden. Thunderbirds kam im Jahr 2004 in die Kinos und war ein großer Film mit enormen Erwartungen. Er hatte eine bekannte Marke, eine starke Besetzung, darunter Bill Paxton und Ben Kingsley, und ein zufriedenstellendes Budget. Der Film war jedoch ein völliger Misserfolg. Der Film wurde heftig kritisiert. Es gab zu wenig Zuschauer. Später erklärte Frakes, dass er nach den Thunderbirds von niemandem mehr angerufen worden sei. Er bezeichnete es als Filmgefängnis. Es war notwendig für ihn, Artikel zu verkaufen. Von London zog er in den Bundesstaat Maine um den Druck zu mindern. Er öffnete seine Frau ein Geschäft. Ein Hard Reset wurde durchgeführt. Bis jetzt hat er noch keinen Spielfilm gedreht. Das ist mehr als 20 Jahre her. Er hat jedoch nicht aufgegeben. Er kehrte zum Fernsehen, zu Star Trek und zu den Dingen zurück, mit denen er vertraut war. Er war es, der bei den neueren Star Trek-Serien Regie führte, aber auch bei anderen Serien wie The Librarians. Er sagte, das Fernsehen sei zu einem Medium geworden, in dem man kacken kann, ohne dass es jemanden interessiert, wer dabei Regie geführt hat. Doch trotz des fehlenden Glamours blieb sie beständig. Das Vermächtnis von Jonathan Frakes. Was ist eigentlich mit Jonathan Frakes nach Star Trek The Next Generation passiert? Er ist nicht verschwunden. Er hat sich nicht in Nostalgie verloren. Er hat sich verwandelt. Er wandelte sich von einem vertrauten Gesicht auf unseren Bildschirmen zu einer führenden Hand hinter den Kulissen. Er wurde mehr als nur ein Raumschiffsoffizier. Er wurde ein Geschichtenerzähler, ein Lehrer, ein Ehemann, ein Vater und eine bleibende Stimme in einem der beliebtesten Science-Fiction-Universen aller Zeiten. In einer Welt, in der Schauspieler oft ausbrennen oder in die Enge getrieben werden, hat Jonathan Frakes in aller Stille einen zweiten Akt geschrieben, der so fesselnd und hoffnungsvoll ist wie jede Folge von Star Trek. Und für neue und alte Fans ist das eine Geschichte, die es wert ist, gefeiert zu werden. Jonathan Frakes mag die Frontlinien der Sternenflotte verlassen haben, aber sein Einfluss auf das Star Trek-Universum und das Fernsehen selbst ist nach wie vor ungebrochen. Sein Weg vom Hauptdarsteller zum visionären Regisseur beweist, dass man nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen muss, um zu glänzen.
Was war Ihr Lieblingsmoment mit Riker in Star Trek? The Next Generation? Schreiben Sie es in die Kommentare, wir lesen jeden einzelnen. Vergiss nicht, dieses Video zu mögen, wenn du Star Trek liebst. Kommentiere deine Lieblingsszene mit Riker und abonniere das Video für weitere Einblicke in das Leben deiner Lieblingsstars.